Frau Elsässer, Sie haben ein Buch geschrieben, in dem Sie die Ergebnisse einer Umfrage über Nahtodkontakte präsentieren. Können Sie erläutern, wie es zu dieser Umfrage kam, welchen Umfang diese hat und was für Ziele damit angestrebt wurden? Guten Morgen, Herr Schulnig. Ja, mit großem Vergnügen. Im Jahr 2018 habe ich von einer Stiftung Forschungsgelder bekommen. Ich habe dann ein Team zusammengestellt mit meinen Kollegen von der Universität von Northampton in England, Professor Chris Rowe, Assistant Professor Callum Cooper. Da sind noch 2 Forschungsassistentinnen dabei und David Lorimer vom Scientific and Medical Network. Wir sind also 6 Personen in diesem Team und wir haben schönerweise schon Forschungsgelder bis 2027 erhalten. Das heißt, es ist ein langfristiges Projekt. Wir haben einen sehr detaillierten Fragebogen entwickelt mit 194 Fragen. Das ist wirklich sehr viel. Es braucht etwa 2 Stunden, um den Fragebogen auszufüllen. Und das Ziel der Forschung ist die Untersuchung der Phänomenologie und der Auswirkungen von Nahtodkontakten. Also wir fragen, wie hat sich der Kontakt abgespielt, unter welchen Umständen, was haben Sie dabei empfunden, was hat das in Ihrem Leben verändert und so weiter. Ein wichtiges Ziel für uns ist es auch, die Erfahrungen zu normalisieren, denn sie sind sehr häufig, und sie aus der paranormalen, esoterischen Ecke herauszuholen, wo sie nicht hingehören. Aber es ist auch wichtig zu unterstreichen, dass unser Ziel nicht ist, versuchen zu beweisen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist es, die Erfahrungen der Menschen zu untersuchen. Wie häufig sind Nahtodkontakte und gibt es da je nach Land kulturelle Unterschiede? Diese Erfahrungen sind sehr häufig. Die Forschung sagt, dass 50-60% der Menschen im Verlauf ihres Lebens einen oder mehrere spontane Kontakte mit einem Verstorbenen erleben. Unsere Umfrage zeigt, dass 80% unserer Teilnehmer mehrere Kontakte erlebt haben, mit immer demselben oder mit verschiedenen verstorbenen Bezugspersonen. Bei Partner ist diese Zahl sogar noch viel höher. Die Forschung geht davon aus, dass 80% der Menschen einen Kontakt mit ihrem verstorbenen Partner oder Ehepartner erleben. Was die kulturellen Unterschiede angeht, können wir noch nichts dazu sagen. Wir haben unsere Daten diesbezüglich noch nicht untersucht. Das kommt noch. Aber es kommt auch noch dazu, dass wir unsere nächste Umfrage in Indien durchführen werden. Und wenn wir diese Daten haben, schauen wir uns dann die kulturellen Unterschiede an. Was für Arten von Nahtodkontakten gibt es? In welcher Form werden sie erlebt? Gibt es da Beispiele? Ja, ein Nahtodkontakt tritt auf, wenn jemand unerwartet eine Verstorbene oder einen Verstorbenen wahrnimmt. Diese Kontakte sind spontan, anscheinend von den Verstorbenen initiiert, ohne Absicht oder Aufforderung seitens der Empfänger, also der Menschen, die diese Erfahrung erleben. Und sie sind direkt ohne Mitwirkung von einem Medium, von Meditation, von Hypnose oder anderen Hilfsmitteln. Das spielt sich direkt zwischen den Verstorbenen und den Empfängern ab. Man kann den Verstorbenen durch 4 der 5 Sinnesorgane wahrnehmen. Man kann ihn hören, das ist ein auditiver Nahtodkontakt. Man kann den Verstorbenen oder die Verstorbene sehen. Das wäre dann ein visueller Kontakt oder eine Erscheinung. Man kann einen Körperkontakt fühlen, ein taktiler Nahtodkontakt.
Oder man kann einen Geruch wahrnehmen, der für die Verstorbenen charakteristisch ist, in einem olfaktorischen Nahtodkontakt. Sehr häufig ist auch nur einfach die Wahrnehmung der verstorbenen Person, ohne dass man ihn sehen kann, hören kann, riechen kann. Aber man weiß, die Person ist da. Zum Beispiel kann jemand wahrnehmen und uns danach erzählen. Ich wusste, meine verstorbene Mutter war im Raum. Sie war vor mir, etwas zu meiner linken Seite. Ich konnte sie nicht sehen, aber ich wusste genau, wo sie war. So, als es ob eine Dichte oder eine Energie im Raum gäbe, die aber visuell nicht erkennbar ist. Und Sie wissen auch genau, wann die Verstorbenen kommen und gehen. Diese Kontakte sind ja immer sehr kurz. Sie dauern ein paar Sekunden, höchstens ein paar Minuten. Die Kontakte können geschehen, wenn man wach ist, aktiv in seinem Leben, seinem aktiven Leben, oder wenn man schläft. Aber die Empfänger sagen ganz deutlich, es war kein Traum. Es war etwas ganz anderes als ein Traum. Es war wirklich, aber es geschah, während ich schlief. Ich komme noch einmal zurück auf Ihre Bemerkung, als Sie sagten, die Umfrage hat nicht das Ziel, um ein Leben nach dem Tod zu beweisen. Aber wenn man diese Dinge hört, kommt schon das Gefühl auf, dass es tatsächlich ein Leben nach dem Tode gibt. Die Empfänger sind davon überzeugt. Sie sind sicher, das ist eine subjektive Sicherheit natürlich, aber sie sind davon überzeugt, dass ihre verstorbene Bezugsperson den Tod des Körpers überlebt hat und noch existiert. Wo weiß man nicht, wie weiß man nicht, natürlich. Aber sie haben diese Gewissheit, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Aber das ist eine subjektive Bezeugung. Wir können das nicht wissenschaftlich belegen. Deshalb ist es auch nicht das Ziel unserer Forschung, das zu beweisen. Wir untersuchen die Erfahrungen. Gibt es auch Mitteilungen, die bei solchen Nachtodkontakten übermittelt werden? Die meisten unserer Teilnehmer haben tatsächlich eine Mitteilung wahrgenommen. Die häufigste und ich würde sagen die wichtigste Mitteilung der Verstorbenen ist, ich lebe. Ich lebe, ich habe den Tod meines Körpers überlebt und es geht mir gut. Das ist wahrscheinlich der wichtigste Grund, warum diese Erfahrungen so tröstlich sind für die Hinterbliebenen, für die Leute, die trauern. Es gibt auch noch andere Arten von Mitteilungen. Zum Beispiel, wenn noch offene Beziehungsprobleme im Raum standen, die nicht mehr gelöst werden konnten. Vielleicht war die Person ganz unerwartet verstorben durch einen Herzinfarkt, durch einen Unfall und die Probleme waren noch da und nicht gelöst. Und da haben wir viele Fälle in unserer Datensammlung, wo die Leute gesagt haben, es tut mir leid, was geschehen ist zwischen uns. Das war nicht wichtig. Wichtig ist die Beziehung, die wir hatten. Wichtig ist die Liebe zwischen uns. Ich möchte dich um Verzeihung bitten oder ich biete dir meine Verzeihung an, je nachdem, wie die Beziehungsprobleme waren. Und das ist wirklich auch sehr, sehr tröstlich für die Hinterbliebenen, dass diese Versöhnung noch stattfinden konnte. Ich habe da zum Beispiel denke ich an den Fall von einem jungen Mann, der an unsere Umfrage mitgemacht hat und uns gesagt hatte, dass er so große Schuldgefühle hatte, weil er seinen Großvater nicht noch im Spital besucht hatte. Der Großvater war dort für eine kleine Intervention und der Mann hat sich gesagt, ich gehe nicht gerne ins Spital, ich besuche ihn dann, wenn er wieder zu Hause ist. Aber der Großvater ist im Spital verstorben. Und das war sehr schwierig für den Trauerprozess wegen diesen Schuldgefühlen. Und dieser Mann hat dann einen Kontakt erlebt und der Großvater hat ihm mitgeteilt, es ist kein Problem, dass du mich nicht besuchen kannst. Es ist so viel Liebe zwischen uns, dass das keinen Unterschied macht. Also in diesem Sinne können diese Kontakte auch im Raum stehende Schuldgefühle dann wirklich zur Seite scheiden, was auch sehr wichtig ist für die Leute, die in Trauer sind. Gab es auch Mitteilungen, wo Fakten übermittelt wurden, die der
Betroffene nicht kannte. Ja, Sie haben recht, in 24% unserer Fälle wurden Mitteilungen übermittelt, die den Empfängern nicht bekannt waren. Das sind für uns die Evidential Cases, denn man kann dann meistens sehr einfach bestätigen, dass diese neue Information, diese unbekannte Information wirklich ist. Zum Beispiel, es gibt viele praktische Fälle, stellen wir uns vor, die Kinder, also die erwachsenen Kinder von einer verstorbenen Mutter, suchen verzweifelt nach dem Familienbüchlein für die Beerdigung, können es nicht finden. Und dann hören sie manchmal alle zusammen, die im Raum anwesend sind, hören dann die Stimme der Mutter, die ihnen sagt, nein, ihr sucht am falschen Ort, das Familienbüchlein habe ich dort oder dort, habe ich das aufbewahrt. Das sind dann auch diese geteilten Nachtodkontakte, die auch einen besonderen Stellenwert haben im Sinne, dass wenn mehrere Menschen gleichzeitig den Kontakt wahrnehmen, das natürlich den Eindruck von der Authentizität noch verstärkt. Es können auch Informationen sein, das ist sehr häufig, über das bevorstehende Ableben von einer nahestehenden Person. Das ist ein sehr häufiges Phänomen. Das ist manchmal ist dieser Todesfall nicht voraussehbar. Vielleicht ist es eine jüngere Person, die ganz plötzlich verstirbt, nicht unbedingt jemand, der schon sehr krank ist, vielleicht alt ist. Das sind dann wirklich überraschende Informationen, etwas, das man nicht vorausgesehen hat und tatsächlich dann auch so eintritt. Aber es gibt auch fröhliche Botschaften. Ich denke an den Fall von einem Mann, der in einem Nachtodkontakt im Schlaf mit seinem verstorbenen Vater erfahren hat, dass seine Tochter schwanger war. Die Tochter wusste es selber noch nicht. Und das hat sich dann als wahr erwiesen. Also diese Nachtodkontakte mit Informationen, die den Empfängern vorher unbekannt waren, sind natürlich sehr überzeugend. Was für Auswirkungen haben Nachtodkontakte auf die Betroffenen? Wir haben gesehen, dass die wichtigsten Auswirkungen sind betreffen den Trauerprozess und das Glaubenssystem. Was den Trauerprozess betrifft, ist sehr tröstlich diese Überzeugung, diese subjektive Überzeugung der Empfänger, dass ihre geliebte verstorbene Bezugsperson den körperlichen Tod überlebt hat. Mit diesen Mitteilungen von den Verstorbenen, die sagen, ich weiß, du bist sehr traurig, aber du bist nicht allein, ich bin an deiner Seite. Ich helfe dir in dieser schwierigen Zeit der Trauer und wir werden uns eines Tages wiedersehen. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig für die Leute, diese Informationen, die sie als wahr, absolut wahr annehmen, zu erhalten. Wichtig auch, sehr wichtig ist diese Überzeugung, dass die innere Beziehung mit dem verstorbenen Mensch weitergeht. Dass sie nicht durch den körperlichen Tod unterbrochen oder beendigt wurde, sondern dass die Beziehung noch da ist, natürlich auf eine andere Art, auf eine transformierte Art. Aber die Beziehung, die geht weiter, die wurde nicht verloren durch den Tod. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Interessant ist auch in diesen vielen Fragen, die wir gestellt haben, haben wir auch gefragt, wie es mit der Traurigkeit steht. Natürlich, wenn man in Trauer ist, ist die Traurigkeit wahrscheinlich das wichtigste Element, die Traurigkeit der definitiven körperlichen Abwesenheit des verstorbenen Menschen. Auch wenn man überzeugt ist, dass er noch weiterlebt, dass er noch da ist, noch an unserer Seite ist die körperliche Abwesenheit, definitive Abwesenheit, doch ein sehr, sehr wichtiger Punkt und das spielt sehr eine große Rolle im Trauerprozess. Deshalb haben wir diese Frage über die Traurigkeit gestellt und in der Tat, sie wird reduziert, aber nicht in allen Fällen. Ich habe da ein paar Zahlen dazu. Unsere Teilnehmer haben gesagt, die Traurigkeit wurde reduziert in 44% der Fälle.
Sie wurde beseitigt, sie war nicht mehr vorhanden in 10% der Fälle, aber sie ist gleich geblieben in 31% der Fälle. Auch da für diese Traurigkeit, für diesen Schmerz, dass wir die physische Anwesenheit unserer geliebten Menschen verloren haben, kann auch ein Nachtodkontakt nicht wirklich alles zur Seite schieben. Diese Traurigkeit, die bleibt. Und eine unserer Teilnehmerinnen hat das sehr schön formuliert. Sie hat geschrieben, der Trauerprozess besteht in der Entwicklung der Beziehung, ihrer Verinnerlichung und Metamorphose und darin zu akzeptieren, was verloren ist und was bleibt. Ich glaube, das beschreibt es wirklich sehr schön, wie diese Nachtodkontakt erlebt werden, in welchem Sinn sie helfen können und welche Teil der Trauer natürlich bestehen bleibt. Gibt es noch weitere Auswirkungen von Nachtodkontakten? Sehr wichtig sind auch die Auswirkungen auf das Glaubenssystem. Die Empfänger haben die subjektive Gewissheit, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Sie sagen, ich habe es erlebt, ich weiß es, auch wenn niemand mir glauben will, ich bin davon überzeugt. Wichtig auch zu unterstreichen, dass die Überzeugung, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, ist keine Voraussetzung, so einen Kontakt zu erleben. Wir haben auch in unserer Datenbank viele Menschen, die waren Atheisten, die waren Agnostiker, die waren gar nicht überzeugt davon, dass es nach dem Tod weitergeht, und doch haben sie einen Nachtodkontakt erlebt. Das ist also keine Vorbedingung, daran zu glauben, um es selber zu erleben. Wichtig auch ist, und wir haben die Zahlen dazu, dass die Angst vor dem eigenen Tod verringert wird nach diesem Kontakt, eben wegen dieser subjektiven Überzeugung, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und dass es den Menschen in dieser anderen Dimension gut geht. Das kommt von den Mitteilungen, die sie erhalten haben. Sie haben auch die subjektive Gewissheit, dass dieser Kontakt echt war. Das ist auch wichtig, denn eine Erfahrung kann ja nur einen Einfluss haben auf uns, einen starken Einfluss, wie das der Fall ist bei Nachtodkontakten, wenn wir von der Authentizität der Erfahrung überzeugt sind. Und das ist tatsächlich der Fall für diese Betroffenen. Frau Elsässer, Sie haben eine große Datensammlung zusammengetragen. Gibt es in der Wissenschaft auch eine gewisse Resonanz zu diesen Resultaten? Wir haben tatsächlich weltweit die größte Datensammlung zu spontanen Nachtodkontakten. Wir haben eine erste Untersuchung durchgeführt auf Französisch, Englisch und Spanisch mit 1004 Teilnehmern, also Menschen, die unseren sehr langen, detaillierten Fragebogen ausgefüllt haben, online. Dann haben wir dieselbe Untersuchung übersetzt auf Deutsch, Holländisch und Chinesisch. Und da haben wir weitere Fragebögen erhalten. Insgesamt haben wir über 1300 ausgefüllte Fragebögen mit einer großen Menge von Informationen, die wir jetzt untersuchen, analysieren und wissenschaftliche Beiträge dazu schreiben. Ich habe auch ein Buch geschrieben, in welchem ich die Ergebnisse der ersten Umfrage vorstelle. Wie ist die Akzeptanz? Das Interesse des Publikums ist sehr groß. Ich sehe das bei unseren Vorträgen. Ich sehe das auch, weil ich sehr viele E-Mails bekomme von Menschen, die mir ihre Nachtodkontakte erzählen. Das Interesse ist da. Natürlich auch, weil viele Menschen das selbst erlebt haben oder jemanden kennen, der das erlebt. In der Wissenschaft ist die Sachlage etwas anders. Es gibt tatsächlich in bestimmten Fachbereichen großes Interesse für dieses Phänomen, in der Psychologie, in der Quantenphysik auch. Auch in der Theologie habe ich in der letzten Zeit sehr viel Interesse festgestellt. Ich hatte Anfragen für Beiträge in Sammelwerken, für Vorträge. Da ist wirklich ein Interesse da.
Aber ganz allgemein sind wir ja in einer Phase des Paradigmenwechsels. Wir gehen langsam weg von der materialistischen Weltanschauung zu einer postmaterialistischen Weltanschauung, die sagt, dass das Fundament der Wirklichkeit das Bewusstsein ist. Das ist eine ganz neue Art, das Leben zu sehen, die Realität zu sehen und natürlich auch die Natur des Todes zu verstehen. Da geschieht im Moment sehr, sehr viel. Ich würde sagen, das Interesse der Akademie steigt und das Interesse der Bevölkerung ist groß. Frau Elsässer, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen herzlich, Herr Johnny.